Ihr seid auch groß. Ja. Ich bin sogar kleiner, glaube ich, oder? Ja, 1,90. Wahnsinn. Okay. Hallo und willkommen zurück auf CC Fragrances. Heute mit einem speziellen Thema, deswegen das Ganze auf Deutsch. Wir sind in der Manufaktur hier in Berlin von Birkholz. Danke für die Einladung, Philipp. Sehr gern. Hier Philipp Birkholz. Es handelt sich um eine deutsche Nischenparfümmarke. Richtig. Genau, bevor wir starten, wir haben uns was überlegt mit Philipp Birkholz zusammen für die 50.000 Abonnenten. Vielen Dank nochmal dafür. Und der Philipp möchte sich auch daran beteiligen und wir haben eine kleine Überraschung für euch am Ende des Videos, deswegen bleibt auf jeden Fall dabei. Und dann würde ich sagen, genug gequatscht, wir starten direkt ins Video. Los geht's! Los geht's! Das ist geil, Jungs. Hammer. Das macht Spaß. Ja? Wie ist Birkholz entstanden? Für was steht Birkholz? Birkholz ist, wann haben wir angefangen? November 2017. So, also relativ jung noch, aber mit über mittlerweile 22 Jahren Erfahrung durch den halt Papa. So, und ich habe mit ihm diese Marke Birkholz Perfume Manufacture gegründet in dem Jahr. Aber es ist ein Familienunternehmen. Halt. Also Papa ist dabei, die Mama ist dabei, mein kleiner Bruder und ich selbst. Und jeder hat halt eine verschiedene Rolle, die er übernimmt. Ne? Also ich bin zuständig für die Duftkreation, fürs Marketing, für den Vertrieb. Also ich gehe raus und präsentiere die Düfte in Deutschland und in der Welt. Und die anderen haben halt auch eine spezielle Rolle, wie der Bruder mit der Technologie, Digitalisierung, Papa im Background noch ein bisschen und Mama auch an vorderster Front immer. Und wir stehen als Familie für hochwertige Nischenparfums, die wir hier, wie gesagt, in Berlin in unserer Manufaktur, jetzt stehen wir hier gerade im Showroom, produzieren. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, seit fast 5 Jahren. Sehr erfolgreich. Ja. Krass, also ihr seht's, Leute, das macht auf jeden Fall einen riesen Eindruck, was ihr hier aufgebaut habt. Also wirklich Danke. absolut Respekt, richtig coole Manufaktur, sieht richtig gut aus. Und die Frage ist, hattet ihr eine Vision vielleicht auch dahinter? Wie kam das ganze Parfüm, Birkholz, so eine richtig geile Manufaktur einfach zu erschaffen? Sieht ja echt wirklich mega aus. Weil ich meine, aus Deutschland gibt es kaum eine Nischenmarke, so die eine auch bekannte und so eine Familie. Genau, Tradition dass man auch was dahinter ist mit Familie, was dahinter steht und nahbar vielleicht auch ist. Ne? Ihr seid ja auch eine richtig bekannte deutsche Nischenmarke Mittlerweile ja. Kommen. Ja. Also auch im Douglas zum Beispiel. Douglas, KaDeWe-Gruppe, Piper, Schuberg, ausgewählte Concept Stores, Parfümerien, also alles, wo das Menschliche passt, ja, und wo auch natürlich du merkst, das Umfeld der Marken passt auch mit rein. Aber wir haben uns halt als Ziel gesetzt, die deutsche Nischenmarke zu werden über die Jahre. Und wir sind auf einem guten Weg und wir haben das ein bisschen anders gemacht, dass sich auch vor allem die Leute individualisieren können. Also vom Flakon bis hin zur Kappe, bis hin zum eigenen Duft. Jetzt könnt ihr das kreieren. Das macht ihr alles auch hier, ne? Das machen wir auch alles hier. Ja. Cool, Und, schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir gucken dann mal hinter auf jeden Fall. Ja, ja. Also wir sind auch gespannt, wir haben es noch nicht gesehen. Hast Wir du haben noch hier nicht den gesehen, Showroom gesehen. Sieht top aus. Natürlich hier mit Berlin auch ganz vielen Fotos und angehaucht diesen Berlin Vibe. Ja, ist halt die Liebe zu Berlin halt auch. Ne? Deswegen sieht man im Hintergrund das Brandenburger Tor nachgebaut quasi und dann hier die Bilder alle, weil Berlin halt uns so viel gegeben hat. Wir sind aus Berlin. Mein Vater ist vor 33 Jahren hergekommen, hat sich verliebt dann in die Mama, ne? Und deswegen sind wir dann hier geblieben. So, Ja. Und macht unheimlich viel Spaß und das Ganze und die Menschen halt ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern mit einem guten Duft. Ja, cool. Und der Name ist von der Mama? Ist von der Mama. Das ist nicht der Stadtteil Berlin. Nein, ist nicht der Stadtteil. Genau. Nein, ist von der Mama. Alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. Von den Parfüms her. Was habt ihr da? Eine große Vielfalt. Also wir haben 3 Kollektionen. Ja. Ich habe euch ja gestern so einen kleinen Sneak Peek gegeben, schon in die 4., die dann im September kommt. Und Exklusiv. Exklusiv, Noch ja. keiner. hat wirklich noch keiner gesehen. Das Ja? ist halt, ihr seid die Ersten. Ja. Cool, das ist wirklich eine Ehre. Da, gerne. Und wie gesagt, wir haben 3 Kollektionen, angefangen von der Classic, dann in die Woody und in der Black, also die exklusivste. Ist alles dabei, von zitrisch, fruchtig bis hin zu holzig, rauchig. Also dass man die ganzen Duftfamilien abdeckt halt. Für jeden was dabei Für jeden was dabei ist. Ist ja auch wichtig für euch, ne? Der individuelle Aspekt. Ja, weil
wenn ihr beide jetzt beide blumige Düfte mögt und ich habe halt nur die starken Oud-Düfte, dann habe ich euch als Kunden wahrscheinlich schon verloren. Schwierig. Ja. Wir haben gestern schon mal ein bisschen reingetestet, also es ist wirklich für jeden was dabei. Und Jetzt schauen wir uns die Manufaktur nochmal genauer an, schauen uns nochmal die Düfte genauer an und wünschen euch weiterhin viel Spaß. Weiter geht's. los geht's. Ja, wir stehen schon bei der ersten Kollektion. Das ist jetzt die Klassik-Kollektion. Also die erste, aus wie viel besteht die? Wir haben angefangen mit 25 Eau de Ja. Parfums und auch in 3 Größen, 30, 50 und 100 ml. Und was sehr unüblich ist für eine Nischenmarke, weil die meisten immer nur 100 ml anbieten oder 50. Aber was die Leute noch nicht kennen bei einer neuen Marke, ist manchmal die Hemmschwelle sehr groß, wenn Ja. du gleich einen 100 ml kaufst von einem Duft, den du vielleicht nicht kennst. Deswegen haben wir auch gesagt 30 ml. Aber hier, wie gesagt, das ist die Classic. Ja, die besteht jetzt aus 20 Düften insgesamt, sind alles Eau de Parfums. Ja, Mit einem Duftölanteil von 18 bis 20%, also schon extrem hoch. das ist hoch. Das ist sehr hoch. Also in der Designer-Richtung, wo wir jetzt viele Videos zu machen, wo schätzt du, ist da der Wert? Kommt drauf an, wenn es ein Eau de Toilette ist, ne, ist es Ja. so zwischen 8 bis 10, maximal 12%. Und alles drüber bis 15% ist ein Eau de Parfum eigentlich. Ja. So, wir sind schon über dem Eau de Parfum Standard eigentlich. Ja, das ist krass. Und deswegen ist eigentlich die Langlebigkeit auch gegeben, Ja. ne, dass der Duft lange anhält. Aber es kommt immer auf die Haut drauf an. Ne? Ihr kennt das vielleicht, habt ihr einen Duft, der total schön ist. Der hält aber leider nicht so lange, weil die Struktur deiner Haut und der Moleküle des Duftes müssen einfach ineinander sich verbinden und kombinieren. kombinieren, ne? Dann hält der auch richtig lange. Ja. So. Und dann, manchmal ist halt nicht der Fall, dann bist du ein schlechter Duftträger. Es klingt immer böse, Ja. aber es ist so. Ist ja. so, manche haben da nicht die passende Haut. Oder? Ja. Aber ein Tipp ist immer, wie gesagt, Textilien, extrem gut. Da hält es am längsten oder- Also für euch ein Tipp, tragt es auf der Kleidung, da hält das Parfüm länger. Oder auf den Haaren. Ja. Aber nicht so nah ransprühen, sonst gibt es graue Haare. Ja, gut zu wissen. Was ist aus der Classic Collection so dein Favorite? Das ist immer die schwerste Frage. Sind alle mit meinen Babys, es ist nicht so einfach. Aber wenn du mich so fragst, ich habe mir einen Duft selbst gewidmet, das ist der Berlin Soul. Berlin Soul? Berlin Soul, ne, die Seele Berlins. Ja. Ich bin ja Berliner, deswegen habe ich ja Repräsentiere ich ganz gut. So, ich zeig dir den mal. Ich meine, ihr habt Berlin jetzt ein bisschen kennengelernt schon. Diese Stadt ist vibriert, dynamisch, verrückt, verrucht. Ja. Hier haben wir so Whisky-Auftakt mit Zedernholz, Haselnuss, und geht dann so Weihrauch, Tabak, Oud, Leder. Also der ist tough. So. Der ist süßlich, Am Anfang genau. Und wird süßliche dann Note, so ein bisschen holzig auch, smoky. ja, boozy, Boozy. ne? So durch den Whisky halt noch mit drin. Ja. Er ist auffällig, unauffällig aber. Ja. Den trägst du auf und Leute werden sich umdrehen und fragen, wow, was ist das? Ja. Aber er ist nie aufdringlich und das muss ein Parfum sein. Ja. Der muss dir ein gutes Gefühl geben und der darf den anderen Leuten um dich herum nicht das Gefühl geben, so, oh nee, Gottes Willen, bitte, geh. So, ja. Also er riecht richtig gut. Danke. Wie bist du auf ihn gekommen oder ist der entwickelt worden? Berlin Soul, quasi, ich habe andere Leute auch gefragt, wie sie mich sehen. Wie würden sie mich beschreiben? Ja. Quasi. Und das kam mit unterwegs abends mal, das Leben genießen, trotzdem vielleicht ein bisschen rougher. So. Und ich mag zum Beispiel einen schönen Whisky, so einen hochwertigen, tollen Whisky. Deswegen ist der auch in der Kopfnote mit drin. Ja, und dann dieses rauchige, holzige, verruchte, wie Berlin halt ist. Ne? Ja. So. Und uns Berlinern sagt man ja immer, ihr habt eine laute Schnauze. Ja. Es mag auch sein, aber eigentlich immer ein ganz weiches Herz. So riecht er. Und so riecht er, ne? So riecht er. So riecht er. Ja. Ja. Warm Der- außen, der ist aber gut. oder kalt von außen, aber ein warmes Herz. Ja, so riecht er. Ja. Und er hält extrem lange. Es sind aber alles, wie gesagt, Unisex-Düfte. Auch eine Frau kann den mega tragen, wenn der passt. Okay. Was ist von der Classic Collection euer meistverkaufter Duft? Meistverkaufter Duft, da gibt es einige. Ich habe gar keinen einzelnen Bestseller, aber so Luxury Passion, ne, sowas schön frisch, minziges, leicht würzig, der ist sehr weit vorne. Velvet Orchid, ja, ein super schön floraler, leicht pudriger Duft. Ja. Citrus Splash, jetzt für den Sommer auch ganz cool. Ich glaube, auf eurer Website
gibt es ja diesen Fragrance-Test. Ja. Und da kam der Velvet Orchid bei mir jetzt raus. Bei dir raus? Zum Beispiel, ja. Den kannst du zum Beispiel super mit dem layern. Ja. Ja, weil die Düfte hier in der Kollektion sind zum Kombinieren und Mischen nämlich gedacht, weil das könnt ihr nämlich auch machen. Und wenn du das mal jetzt probieren willst, so, das ist der Velvet nochmal einzeln, wenn du ihn jetzt riechst. Ja. Ist vielleicht jetzt einzeln So nicht eine dein Ding. zitrische Note hat er mit drin. Zitrus, dann Floral, Jasmin, Iris ist dabei, so diese leichte Pudrigkeit. Ja. Ja, und dann hat einen schönen Moschus, Sandelholz, Zedernholz-Abschluss. Und wenn du die beiden jetzt, darf ich mal? Ja. Weil einzeln ist er nicht deiner vielleicht. Ja, einzeln Na? ist jetzt Vielleicht ein bisschen im- zu zitrisch. vielleicht also ich so. mag's ein bisschen süßer. Jetzt pass auf. Jetzt hältst du dir unter die Nase. Krass. Ne? Krass. Weil ja. auf einmal hast du so dieses holzig-rauchige, Holzig und dann kommt die Genau. Frische mit rein. dieses sanfte von dem Velvet. Und das als Kombination ist ein absoluter Knaller. Ja. Geil. Also, und das kannst du halt mit jedem Duft machen. Es kommt immer darauf an, was du magst. Man riecht einfach die Qualität in den Düften. Also Danke. ist wirklich krass. Wir haben gestern schon ein bisschen geguckt. Die anderen Kollektionen, die schauen wir uns jetzt gleich an. Ja. Und Classic Collection, wirklich für jeden was dabei, sehr vielseitig, versatile und geil. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist der Pool, was ich dir gestern gesagt habe. Ja? Ja, das ist der Pool. Ach, krass. Geil. Gut. So, wir sind jetzt hier bei der Abfüllanlage. Ihr Ja. füllt ja auch selber die Düfte ab. Genau. Wirklich interessant. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Du bist ja auch selbst Parfümeur, ne, bei Birkholz. Nicht der klassische Parfümeur, aber die Duftnase dahinter. Die Duftnase. Ja. Ich sag immer nach. Ich sag Parfum-Sommelier eigentlich immer. Aha. Weißt du, vom Weinsommelier habe ich das damals übernommen und als Parfum-Sommelier dann abgestempelt. Ja, das passt ganz gut. Fand ich irgendwie ein bisschen passender. Ja, das passt ganz gut. Ja. Also du suchst ja sozusagen Parfümeure aus und die machen das dann. Du bist Mit denen zusammen. Also ich weiß, zusammen. ich habe nicht die klassische Parfümerschule gemacht. Ich weiß, wie man einen Duft kreiert, wie man es macht, aber ich arbeite super gerne mit denen halt auch zusammen. So, und dann besuche ich die in Italien, Frankreich, auch Deutschland. Und dann setzen wir uns dann immer zusammen, sperren uns quasi eine Woche ein und dann geht es darum, eine neue Kollektion, neuen Duft oder sowas zu tüfteln. sind auch richtig bekannte Parfümeure teilweise dabei, ne? Ja, also Oliver Cresp bis hin zu, weiß ich nicht, Alberto Morillas und Co. Und, aber auch kleinere, so aus Italien jetzt, wo ich in Mailand war, mit Dominique Mühlhausen, super talentierte Parfümeurin, die für alle großen und Nischenmarken auch Parfums herstellt. Ja, das ist schon was Feines. Und Es steckt natürlich dann noch Qualität. steckt Qualität hinter, Drinnen. definitiv. Das muss man den Leuten auch immer manchmal erklären, weil es tut ja kein anderer dir es erklären, wenn Ja. du es nicht besser weißt. Ne? So, ja, Und wie funktioniert das? Kannst du das vielleicht ein bisschen, mal bisschen erzählen? erklären? Ja, hier sieht es ein bisschen Wie aus füllt ihr wie, die ab? wie bei Breaking Bad, sage ich immer. Ja, das ist wie die Abfüllmaschinen. Die haben wir selber designt tatsächlich und auch patentieren lassen, in Gold natürlich, muss sagen Gold. Und hier kannst du bis zu 6 Düften in einer Maschine quasi abfüllen. So, die ist an einem Kompressor angebunden, ne? Und zieht durch den Kompressor dann das Duftöl nach oben. Ja? Und das heißt dann, dass du mit deinem Flakon, sieht man dann auf der anderen Seite, können wir da mal rüberschwenken gleich, dass dein Parfum abgefüllt wird. Und das machen wir halt täglich hier. Also es ist wirklich noch Handarbeit. Und Alles Handarbeit. wenn man da drüber jetzt gleich geht, dann sieht man auch die Maschinen, wenn man den Flakon vorher sauber machen muss. Ja, man muss den Crimpen noch, also die Pumpe drauf, den Overcap noch rüber. Also da sind viele verschiedene kleine Justierungen, die keiner kennt. Ja. So, oder wir weiß. können ja vielleicht gerne mal Ja, rübergehen, können wir gerne wo es anfängt vielleicht, Genau. die Produktion anfängt und wo sie dann aufhört. Genau, also hier quasi fängt sie an. Ne? Das heißt, wenn du einen Duft hast, der stellst du hier hin und dann füllst du den halt ab. So. Kommt vielleicht mal Genau, rüber. kommen wir am besten rüber. Schau euch das an. So. Na, das heißt jetzt also, ich habe mein Flakon. Hier ist der Citrus Blush zum Beispiel abgelichtet. Dann hältst du ihn drunter und musst ihn halt auch noch einstellen, 30, 50 oder 100 ml. Und dann Also füllst hier sind wirklich schon die fertigen DNAs du- ja. drinnen Ja, genau. und die genau. werden einfach nur noch abgefüllt. Die werden abgefüllt und dann hast du hier aber den Vorteil, damit man auch ein bisschen nachhaltig arbeiten kann, der Overdue. Also quasi, du verlierst keinen Duft und kein Parfum, weil es durch den Kompressor und dieses Absaugen wieder in den Overflow geht. Das heißt, das hier kannst du noch benutzen. Ah, okay. Ja, das heißt, du verwirfst oder du vergoldest kein Parfum. Ja, Ja, das das ist ziemlich sehr gut. cool. Und die haben wir, wie gesagt, selber designt, selber gemalt und dann bei einer Manufaktur herstellen lassen. Ne? Hier drüben ist so dann ein bisschen
die Werkstatt, sage ich immer so schön. Hier hast du halt den semi-automatisch mittlerweile, die Crimpmaschine. Das heißt, du machst den Flakon, wenn er abgefüllt ist, stellst ihn hier rein. Dann kommt die Pumpe rauf, ne? Und die wird dann zugemacht. Und darüber kommt noch dieser Overcap, den ihr kennt. Warte mal, hier, vielleicht sieht man das. Kommen wir mal nah rein. Die Pumpe, und das ist dieser Overcap-Ring. Und Der das wird dann richtig muss fest geschweißt werden, also raufgekrampt sein, damit das auch richtig hält. Sonst hast du manchmal das Problem, dass die Düfte dann vielleicht auslaufen. So, und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Nee. Ja. Ja, man sieht hier auch die ganzen Kappen und so. Ja. Es ist, wie gesagt, Manufaktur. Ne? Es ist Ja. kein Schickimicki immer alles. Und von außen sieht man natürlich nur das Schöne. Ja, Aber was da für Arbeit hintersteckt, das wissen die meisten gar nicht. das ist geil. Ja, weil Das ist krass. du kannst natürlich alles automatisch irgendwie groß machen, wenn du natürlich im Mainstream-Bereich ein bisschen unterwegs bist, wo alles zack, zack, zack schnell geht. Aber wenn du im Nischenbereich bist, dann füllst du eigentlich on Demand ab. Das ist auch ein Vorteil. So, also wir Ihr sind macht sehr das flexibel. alles selber. Wir machen das alles selber. Wenn ihr jetzt einen Auftrag mir geben möchtet mit einem eigenen Duft, so CC Fragrance Parfum, klingt glaube ich auch ganz gut. Da Ne? reden wir noch mal drüber. Reden wir doch mal drüber. Dann hast du halt die Möglichkeit, dass ich dir anbiete für eine gewisse Abnahmemenge, die geringer ist, als die du von den Großen bekommst. Weil da reden wir über 20.000 Stück Ja. und 50.000 Stück. So, hier reden wir über kleinere Mengen. Ja. Nochmal. Ja, das ist cool, dass ihr das alles selber macht. Hier direkt neben dem Showroom, Ja. wo wir gerade auch waren und Ja. gefilmt haben. Das habt ihr ja gerade gesehen. Ja. Hier werden die Parfüms von euch tatsächlich Abgefüllt, genau. abgefüllt, produziert. Also Genau. wirklich richtig cool. Lager ist drüben, da dürfen wir jetzt aber nicht. Ja, da gehen wir gleich mal reinfilmen. rüber, aber ich zeige euch mal, wie es dann so noch aussieht, wo noch was beklebt wird und Co. und dann das, wo es auch abgeholt wird. Ne? Ja, cool. Ja, komm. Gerne, oder? Das Lager ist voll. Aha. Du siehst, es ist alles pickepacke voll. Ich brauche ein neues Lager, ich brauche mehr Platz und das ist Wahnsinn. So. Wir stehen jetzt hier im Hauptlager von euch. Ja. Genau, hier habt ihr die ganzen Verpackungen, Ja, die Bottles, Ja. die Kappen wahrscheinlich. Alles da, alles in seinen Regalen ordnungsgemäß hingestellt, damit man es auch leicht findet, weil wenn du keinen Überblick hast in deinem Lager, dann ist es eine absolute Katastrophe. Ja, das kommt auch noch glaub ich. dazu. Das glaube ich. Ja. Und wohlgemerkt, wir stehen hier gerade 15 Meter von dem Showroom weg und von der Abfüllanlage. Also Mhm. direkt alles unmittelbar nebeneinander. Das ist natürlich auch geil. Das hat was. Ja, du bist halt schnell. Na, wenn du was brauchst, zack, kannst du reagieren und machen und tun. So. Und das passt auch gut zu eurer Vision, individuelle Düfte kreieren zu lassen. Das können ja auch die Leute, wenn die zu euch hier kommen, Machen. auch machen. Ne? Das ist natürlich auch nochmal cool. Also für jeden, der ein eigenes Parfüm vielleicht mal für sich machen will, der kann auch gerne mal herkommen. Ja, gerne. Und hier seinen eigenen Duft kreieren, auch mit den ganzen Aufschriften und so macht ihr ja auch alles hier. Da Ne? kannst du alles machen, also von Standardsprüchen wie Happy Birthday, I love you, bis hin zu Schatz, das war's, ich hau ab. So hatte ich auch schon. Und, aber auch dein eigenes Logo, deine eigene Unterschrift, ein Bild von dir und deiner Family. Alles so detailtreu halt. So. Und oder Hochzeiten. Wir haben auch viele Hochzeitsanfragen. So. Schön. Will you marry me auf dem Flakon graviert und ja, nein, vielleicht und Co. Und ist schon süß, ist schon cool. Geil. Ja. Geil. Und oben habt ihr die Event Stage, ne? Mit dem. Ganz genau. Ja. Können wir auch gleich mal hochgehen. Können wir gerne mal Gucken wir uns das mal an. hochgehen, ja. Also da hat man im Sommer vor allem sehr viel Spaß. Ja. Okay, sehr cool. Dann schauen wir mal hoch. Dann kommen wir weiter. Komm. Let's go. So, Danke. nach dir. So, ja, hier sieht es ein bisschen wüst gerade noch aus. Die Sommersaison geht jetzt erst los. Ja. Aber der Pool ist zumindest voll. Ja, Ja, kann man schon schwimmen. kann man schon schwimmen, ist jetzt auch beheizt. Und ja, jetzt denken sich die meisten so, oder die meisten denken sich immer, seid ihr bekloppt, warum habt ihr einen Pool auf dem Dach? Ja. Haben auch die Architekten damals gedacht von der Baufirma. Aber wir haben halt gesagt, wir möchten unseren Mitarbeitern auch eine schöne ein Arbeitsklima Atmosphäre, geben. ne? Atmosphäre, weißt du, viel aus Glas, du siehst viel, Alles hell. und hell, Eine kreatives Denken. Wohlfühlatmosphäre einfach. Voll. Deswegen so, morgens können sie schwimmen gehen, nach der Arbeit, in der Mittagspause sitzen wir hier zusammen mit den Füßen im Wasser und essen zusammen. Und das fördert halt auch den ganzen den Teamgeist und das pusht halt unheimlich auch. So. Das glaube ich. Ja. Und Ja. du kannst halt hier schöne Events auch feiern, also von Hochzeiten hatten wir bis irgendwelche Präsentationen, Firmenvorstellungen,
klar, auch mal ich mache Parfüm. eine Party. So, ja. Klar. Und natürlich, wenn eine neue Kollektion rauskommt, parfümmäßig, Ja, dann ja, ja. Da ist hast natürlich so eine Fläche auch richtig gut. Ja, ist von Kann man Vorteil. nutzen. Kannst du nutzen, viel Platz hier. Also wenn einer mal auch ein Event hier buchen will, kann er auch uns anschreiben. Das ist, also im Sommer ist das hier fast jedes Wochenende ausgebucht. Und Ja. das ist schon echt lustig. Also macht schon Spaß. Aber es muss ein bisschen sauber gemacht werden und wieder neu. Aber das, Ja, da die bin wird ich gerade schon dabei. glänzen. Also zur neuen Peak Kollektion wird die dann wieder glänzen. Auf die jeden Fall. Nee, Terrasse. schon früher muss die. Die muss früher. Ja, im Sommer muss ja genutzt werden. Ne? Absolut, absolut. Nee, schön. Alles klar. Ja, Geil. Gut. Also super Terrasse und wir gehen weiter. wir gehen weiter. So, wir sind wieder runtergegangen, weg vom Pool, hin zur Woody Collection. Besteht aus 6 Düften. 6 Düften, 2 Größen, 100 ml und gibt noch eine 30 ml. Genau. Okay. Wer ist da dein Liebling? Wer ist da der Beste? So, also hier die Kollektion ist quasi, hebt sich nochmal ein bisschen ab von der Classic. Ne? Also die Ingredients sind nochmal ein bisschen verrückter. Ja. Die Geschichte dahinter ist eigentlich so, die Geheimnisse des modernen Adels rauszufinden. So, Adel ist klingt immer so ein bisschen snobby. Ja. Aber ich finde, durch die Queen und durch Prince Harry und sowas ist es auch ein bisschen nahbarer und alles geworden. Und hier ist eigentlich dieses Adlige geht auf die Ingredients raus. Also ich glaube, der verrückteste oder einer der bekanntesten ist der Lady Cannabis. Ja. Definitiv. Braucht mal gleich einen Teststreifen. So. Hier hast du halt, also der Name polarisiert natürlich schon mit Lady Cannabis. Ja. Ist trotzdem Unisex-Duft. Mal gucken, was du sagst. Also auf jeden Fall Unisex. Also ist jetzt nicht zu süß oder zu männlich und Bisschen krautig, bisschen also kraut- ganz leicht, aber so eine schöne eine Frische. krautige, frische Note, Ja, ja. Pfefferakkorde mit am Anfang, Aprikosenlikör, Rum ist mit drin. Also ist hier so der Captain Jack Sparrow fast quasi. Ja. Und dann hast du halt diesen Cannabis-Akkord in der Herznote mit Neroli-Tee und zum Schluss mit Kaschmirholz abgerundet. Ja. So, und da merkst du halt in der Classic, das sind auch wunderbare Inhaltsstoffe auch dabei. Aber das ist die noch mal sind ein bisschen einzigartiger. ein bisschen komplexer, Ja. weißt du, komplexer. Ja. Und von den Rohstoffen noch ein bisschen vielleicht teurer in der Herstellung. Ja. So, ne? Also so ein Kaschmirholz kostet halt auch ein bisschen mehr. Ein bisschen exklusiver, genau. Aber ja, ist was für Liebhaber auch. So. Und ja, Lady Cannabis ist einer meiner Favorites und Cedar and Pepper, das ist so schön feurig, Zedernholz, Pfeffer, also der ist cool. Und die unterscheiden sich natürlich auch zur Classic mit dem Duftölanteil. Ja, Der ist so ein bisschen höher. okay. Also da sind wir bei 22%. 22. Ja. Und die höchste, die habt ihr dann wahrscheinlich bei der Black Collection. Bei der Black Collection. Wollen wir da genau. gleich rüber gucken? Komm, lass uns rübergehen. Genau, also Black Collection, 6 verschiedene Parfums. Hier sage ich auch tatsächlich Parfums wirklich zu, weil der Duftölanteil hier bei 25% und aufwärts ist. Für all diejenigen, die manchmal denken, ein Parfum muss extrem viel Duftölanteil in sich haben, ist gar nicht der Fall. So, das reicht mit 20% eigentlich schon aus. Es kommt nur darauf an, wie der Duft strukturiert ist und was für Rohstoffe benutzt werden. Also ein schwerer, rauchig, holziger Duft, auch als Eau de Toilette vielleicht, Kann hält halt lange ja, so, kann halt länger halten als ein Eau de Parfum, was halt einen zittrischen Akkord hat, weil Ja. die verfliegen halt schneller. Das ist ganz normal. So, und Das dann hat kommt nicht alles mit dem Duftölanteil zu tun, sondern auch mit den Inhaltsstoffen. genau. Deswegen, wenn dir jemand erzählt, ja, da ist 40% drin oder mehr, ja, manchmal ein bisschen dann Marketing dahinter. So, ja, aber weil wenn du sprühst, das merkst du auch bei der Kappe und bei der Pumpe, je höher der Duftölanteil, weil wir reden über Öl. Ja. Und Öl ist dicker, wenn es fast 100% zum Beispiel ist. Ne? Ja, verklebt. Es verklebt. Ja, die Nozzle, also die Sprühdosierung quasi. Und dann kommt da nichts mehr raus und verklebt halt. Das willst du ja auch nicht. Ja, genau. Also wir haben schon viel über die Black Collection gehört. Ja. Und Dark Amber ist, glaube ich, auch mit der bekannteste und der beliebteste drin. Ja. Willst du den mal probieren? Den würde Juan? ich gerne mal probieren. Ja, Dark Amber ist fast immer ausverkauft. Ja. Die Kollektion ist halt was für absolute Liebhaber. Das ist die exklusivste Kollektion. Sie ist nochmal einen Ticken verruchter, ein bisschen orientalischer vielleicht, kann man auch sagen. Der ist der Oberhammer. Vom Packaging. Der ist der Oberhammer. Also Danke.
Ja, der ist cool, der macht Spaß. Der ist mega. Ja, der ist halt so schön gourmandig mit. Ne? Auf jeden Fall. Bisschen Pfeffer am Anfang, Limette, aber die Süße durch die Vanille, Tonkabohne und den Amber dann noch mit drin. Und leichte Veilchennoten, also so ein bisschen floral sogar. Ja. Und du hast halt das Packaging auch nochmal eine andere. Ne? Du hast hier dann den Flakon auch drin liegen. Hoppa. So, und wenn du es dann präsentierst, ist es halt was anderes. Ne? Zack, du machst es auf. Hier hast du noch eigentlich die. So, genau, so kommt er dann. Und wenn du das jemandem präsentierst, auch den Kunden bei mir zum Beispiel im Middle East, Mittlerer Osten, da brauchst du nicht mit irgendwie was Kleinem ankommen. Da musst du. Muss was da sein. Muss was da sein, ja. Wie schwer ist das ungefähr? Also wenn du alles voll hast, dann also alles drin und verpackt, knapp 1,2 Kilo. Okay. So, also im Gym musst du nicht mehr. Kann man schon was anfassen, ne? Da ist schon was da. Da ist schon was da, definitiv. Genau. Also der Duft ist überragend. Der Duft ist super. Also Tobacco Sense ist auch was für vielleicht die jüngeren Leute, auch das ist nicht so heavy, ja. So ein bisschen leichter, mit schöner kalabrischer Bergamott mit dem Auftakt. Und natürlich hier aber hast du auch ein paar Brecher, so, die halt wenige Leute tragen und tragen können auch, so wie Intimate Incense zum Beispiel, ja, oder Mystic Haze. Wenn ich dir den jetzt mal zeige, Intimate Incense, das ist halt, da zieht dir die Schuhe aus am Anfang. Also bei dem konnte ich überhaupt nicht mehr aufhören dran zu riechen. Ich probiere mal. Ja, der geht schon in die maskulinere Richtung, finde ich jetzt persönlich. Ja, sehr viel Leder, super viel Weihrauch mit drin, ne? Auch so Pfeffer dabei, Vetiver. Der hält halt 2 Wochen so auf der Kleidung und den kannst du zweimal waschen und dann riechst du trotzdem noch. Ja. Also, Der ist halt, riecht also. Ja. Also der ist echt eine Bombe. Der ist eine Bombe, ja, der hält ewig. So. Aber er ist halt Geschmackssache und Parfum ist halt nichts anderes als Emotion und Erinnerung zum Ersten. Und zum Zweiten muss er dir ein gutes Gefühl geben. So, und nur dir eigentlich. Ja, das stimmt. Ganz genau. So, und das sind halt die Unterschiede. Hast du da auch Geschichten zu? Geschichten zu den Düften? Zu den Düften, wie die entstanden sind. Hier sind wir eigentlich so die geheime Parfumkunst quasi, also über die 7 Weltmeere, die du reist. Ne? Also von der Krone Kambodschas bis hin zum Nil im alten Ägypten und so. Und das ist so ein bisschen mysteriöser. Ja. So, und das, glaube ich, riechst du dann auch in den Düften so ein bisschen raus. Ja. Und hier habe ich halt, oder wir halt viel Herzblut reingebaut in diese ganze Kollektion natürlich. Auch mit den Duftkerzen und Co. und in jedes Produkt, aber die Black, da sind wir besonders stolz drauf, weil die auch so gut funktioniert. Ja. Also man merkt einfach, die Begeisterung, die Leidenschaft, die steckt ja in fast jedem Duft mit drinnen. Ja. Die Qualität ist besonders. Danke. Deutsches Parfümhaus, einzigartig. Da sind wir auch stolz drauf, weißt du, dass aus Deutschland jetzt auch was kommt im Parfumbereich. Nicht nur immer aus Italien oder Frankreich oder Middle East. Ja. Und die Leute sind heiß drauf. Wir sind jetzt im Juni in Mailand auf der größten Nischenmesse auch mit einem eigenen Stand. Und die Leute jetzt schon schreiben uns an und sagen, hey, wie sieht's aus? Können wir irgendwie zusammenarbeiten? Aus Spanien, Italien, egal wo es ist. Krass. Ja. Also steht viel noch an. Gut, dann schauen wir mal, ob der Philipp auch seine eigenen Düfte erkennt, würde ich sagen, oder? Lass mal. So, wir haben jetzt die 3 Düfte von Philipp rausgesucht, die wir ihn blind testen lassen wollen. Und wir schauen mal, ob du die 3 errätst aus deinen 35, die du hast, glaube ich, momentan insgesamt. 36, glaube ich sogar. 36 sogar. Philipp dürfte Einen aus jeder Kollektion, heißt Woody, Classic und Black, die ne? Black Collection, genau. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir fangen an mit der Basiskollektion, der Classic. Ach du Scheiße. Ja, danke. Ich glaube, hier bin ich in Amerika, fahre an gutem Wetter, schöne Sonne von San Francisco nach Los Angeles, die Route 101. Ich glaube, Pacific Drive? Ja, sehr gut. 1 von 1. Hammer. 100% Quote. Darf ich den geben? Sehr gut. Danke. Ja klar, danke. Ich darf mich ja nicht umdrehen. Einmal den Pacific Drive aus der Classic Collection. Ja. So, dann mache ich weiter mit der Nummer 2. Okay, das müsste dann Woody oder Black sein. Mal gucken. Das ist die. Sag's nicht. Ich sag's nicht. Nein, gibt es zu wenige Düfte. Das ist uns zu einfach. Insgesamt dann 12.
Einfach? Ja, Zu einfach. das ist zu einfach. Nein. Ich glaube, Das sind über dieselben 7 Weltmeere, was ich dir gesagt habe. Das ist Dark Amber. ja, wir fanden ihn so geil, ist deswegen schön. mussten wir nochmal. Ja, ja. Noch Aber manchmal ist es tatsächlich auch so, dass du zu viel überlegst und, Ja. und manchmal riecht der Duft dann doch wieder anders in der Wahrnehmung, dass du Ja. nicht drauf kommst. Aber das ist Dark Amber. Okay, Ja. ganz klar, 2 von 2. Der war jetzt nicht so schwer. Nee, David hat vielleicht noch einen. Ich habe den letzten, aber ich befürchte, ja. dass der auch sitzt. Meinst du? 2 von 3 sind schon richtig. Rudi, wäre ja auch eigentlich peinlich, wenn ich keiner raten würde. Dann mache ich auch was falsch. Ja, das ist Lady Cannabis. Ja, und das ist der dritte. Es ist Lady Cannabis aus der Woody Collection. Da war kurz, weil der Southern Pepper auch so was Pfeffriges mal hat, habe ich gerade gedacht, na, ist da ein Twist irgendwie dabei, aber Lady Cannabis, ja. Der ist extrem polarisierend, vor allem mit dem Thema, das ist schon schlau. Das riecht man auch raus, diesen Cannabis-Geruch, finde ich. Ja, er macht jetzt nicht High oder so, aber das ist provokanter halt, ne? Dieses Krautige so ein Für bisschen. alle Junkies. Genau. Ich glaube, der ist was. Der ist gut. Nee, ach gut, aber wäre peinlich geworden, hätte ich keiner raten. Also, Philipp, Birkholz weiß, was er macht. 3 Danke. von 3 3 von Punkten. 3. danke, Also danke. riesen Respekt. Ich glaube, das beweist, dass Philipp seine Parfüms liebt und kennt und wirklich mit Leidenschaft auch bei der Sache dabei ist. Das sowieso bei der eindrucksvollen Manufaktur hier. Und jetzt machen wir direkt weiter mit dem letzten Part vom Video. Und zwar ist es wahrscheinlich ein sehr interessanter Part für unsere Zuschauer. Und zwar hat Philipp netterweise Düfte zur Verfügung gestellt, die wir dann an die Zuschauer rausgeben. Die könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ihr müsst unter unserem Post kommentieren. Alles, was ihr dafür machen müsst, werden wir auch nochmal auf den Instagram-Post schreiben und natürlich auch Birkholz verlinken. Ja, Genau, weil ihr seid so fleißig, 50.000 Abonnenten auf Ja. YouTube. Congratulations, ja, Dankeschön. Glückwunsch. Und deswegen haben wir uns überlegt, 5 Düfte werden wir verlosen in 50 ml. Dann haben wir immer so schön 50.000, 50 ml, 5 Düfte. Also Ja. passt. sehr cool. Machen wir. Vielen Dank. Gerne. Und dann würden wir sagen, starten wir direkt rein in die Präsentation. Ja, so, Philipp hat uns die 5 Düfte zur Verfügung gestellt. Für euch, 50.000 Abonnenten, vielen Dank dafür. Und welche 5 können die Zuschauer von uns gewinnen? Ich habe aus der Classic Collection 5 rausgesucht, in 50 ml wie gesagt, und verschiedene, aus verschiedenen Duftfamilien auch. So. Einmal den Ocean Hills, ein sehr frischer, pfeffriger, zitrischer Duft, aquatisch. Ja, wir sind hier an der Küste Irlands und das Wasser kommt uns entgegen und die Wellen hörst du. Also sehr schön rough auch ein bisschen. Dann den Seductive Rose, auch unser Topseller, ein sehr sinnlicher, verführerischer Duft mit Vanille, mit leichter Rose, leichten pudrigen Akkorden mit drin. Sehr, sehr sexy Duft, finde ich. Ist das ein Frauenduft dann? Oder? Ja, ist Unisex. Ist Unisex. Sind aber wahrscheinlich alle Unisex. Alle Unisex, klar, der ein oder andere sagt dann, das ist ein bisschen femininer oder ein bisschen maskuliner. Aber jeder soll tragen, was er will. Ja. Das ist wirklich im Parfumbereich so. Luxury Passion, den habt ihr ja schon gerochen. Der ist richtig gut. Dankeschön. Also wirklich auch einer von deinen Topsellers. Ja. Also Inspiration hier ist Ibiza, Spanien. Da bin ich immer mit Family und Freunden und da kann man eine gute Zeit haben, aber auch die Seele baumeln lassen. Und schön frischer, würzig, minziger Duft. Dann haben wir First Spring, passend zu dem jetzigen Wetter, finde ich. Der erste Frühlingstag, Sommertag, was leichtes, holzig, frisch, blumiges. Und last but not least, Burn and Soul. Burn and Soul. Ja. Geil. Das ist auch ein Knaller. Ja, muss dabei sein. Also die Seele Berlins quasi für den einen oder anderen. Weil wir hier auch in Berlin sind. Und dafür right. steht ja auch Birkholz als eigentlich ein bisschen, weil wir hier in Berlin sind. Und es ist dein Duft, den du dir gewidmet hast. Also nicht nur mir, sondern Berlin natürlich auch. Ja. Ne? So, ja. Die Zuschauer werden sich freuen, wie gesagt, verlinkt alles auf Instagram. Schaut gerne mal vorbei. Ihr habt die Chance, diese 5 Düfte zu gewinnen. Und vielen Dank, Philipp, Gerne. dass wir heute hier sein durften. Es hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, euch hat auch der Eindruck gefallen in diese absolut krasse Parfümerie. Wird ja alles selber gemacht. Und ja,
Danke. Wir Ja. freuen uns auf jeden Fall. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und hoffen, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr da Ja? wart. Ja, Geil, wir haben es ja Dankeschön. letztes Mal nicht geklappt. Ja, aber dieses Mal hat es geklappt. ist sogar noch schöner, dass ihr im Sommer da seid. Also, Ja. deswegen. Überragend. Top. So, wir gehen jetzt auf die Berlin Streets und drehen nochmal einen Designer gegen einen von Philipp Bürkholz. Oh. Wird hart. Seid gespannt, wir sehen uns. Wir sehen uns das nächste Mal bei CC Fragrances. Ciao.